Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute coole News für euch, und zwar geht es einmal um Wingbits und Geodenet. Wie ihr es sicherlich schon mitbekommen habt, oder der eine oder andere weiß von euch schon, es gibt eine Zusammenarbeit, das heißt es gibt ein neues Projekt zusammen mit Wingbits und Geodenet, und es gibt auch demnächst neue Hardware. Wir gucken uns das natürlich jetzt gleich im Detail an. Ja, das heißt, es wird auch demnächst möglich sein, Dual Mining zu betreiben. Das bedeutet einmal Geodenet, also Geotoken zu minen, und gleichzeitig auch Wingbits, also Wings. Ja, wir gucken es uns jetzt nochmal gleich mehr im Detail an. Ja, vorweg nochmal die Information: Wir haben eine aktive Telegram-Community, das heißt, hier wird über alle Themen heiß diskutiert. Das heißt, wenn ihr an den Themen interessiert seid, die bei uns auf dem Kanal regelmäßig erscheinen, tretet einfach unserem Discord-Channel mit dabei. CryptoStars TG ist der Name. Ich packe euch den Link auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Kommt rein in die Gruppe, es wird jeden Tag heiß über diverse Themen diskutiert, alles im Mining Deep in Space sozusagen. Und auch das Thema Wingbits bzw. Geodenet wird regelmäßig diskutiert, und in dieser Telegram-Gruppe erfahrt ihr auch zuerst, wo ihr die neue Hardware beziehen könnt, etc. und was das Ganze eventuell später abwirken wird. Ja, worum geht's? Und zwar, wir haben ja einmal das Thema Geodenet. Also Geodenet sollte auch eigentlich jedem Begriff sein, also zumindest diejenigen, die unsere Videos schauen. Geodenet ist ein großes RTK-Netzwerk sozusagen. Das bedeutet, ihr installiert euch oben auf dem Dach so eine Art, oder es ist ein GPS-Empfänger, habt halt eben noch ein Gerät mit dabei. Das heißt, es werden halt eben Satellitendaten abgerufen bzw. abgeglichen, damit das ganze GNSS bzw. GPS-Netz stabil gehalten werden kann. So funktioniert das Ganze im Groben. Ja, und zusätzlich geht es um Wingbits. Bei Wingbits ist es so, das ist ein ADS-B. Das bedeutet, dass ihr von Flugzeugen, die bei euch unterwegs sind, dass ihr quasi die Daten damit absammeln könnt. Das heißt, die Flugzeuge senden Informationen wie Höhe, Geschwindigkeit etc. Und da gibt es ein Netzwerk, was die Daten sammelt. Das sieht dann ähnlich aus wie bei Flightradar 24. Das heißt, ihr seht jetzt mal meine Installation. Unter der TAR 1090 könnt ihr eure Wingbits-Station abrufen. Das heißt, ihr seht quasi, welche Flugzeuge unterwegs sind, könnt euch hier die Daten abrufen etc. So funktioniert das halt dementsprechend auch mit Hardware, die es halt eben auch dafür gibt. Momentan, beziehungsweise das konnte auch in Anführungsstrichen selbst gebaut werden. Letztendlich wird es dafür jetzt aber eine Lösung geben, die ich euch jetzt auch dementsprechend nochmal vorstellen werde. Ja, bevor wir aber nochmal ganz kurz ins Thema reingehen, Wingbits, sehr oft haben wir noch eine Anfrage bekommen bezüglich des GPS-Dongle. Wenn ihr euch mal einklingt in euer Dashboard, dann seht ihr gleich Folgendes. Ihr seht hier, das ist quasi meine Station. Ihr seht hier, mein Status ist online. Ihr seht, meine Location ist claimed. Und ihr seht hier Geosigner. Also der Geosigner, das ist sozusagen der USB-Dongle. Das heißt granted. Das heißt, wir kriegen ein. Die Grundvoraussetzung ist, dass ihr schon eine ganze Weile dabei seid, was das angeht. Und die nächste Grundvoraussetzung ist, eure Station muss 75% online sein. Das heißt, 75% Verfügbarkeit müsst ihr haben. Hier muss granted stehen. Dann bekommt ihr das Ding kostenlos. Das heißt, den GPS-USB-Dongle kriegt ihr gratis. Wir wurden halt eben auch gefragt, na, wie wird denn das Ding verschickt etc. Und schaut euch dazu einfach mal die Announcements an. Und zwar wird es hier auch nochmal beschrieben in einem Beitrag. Ihr seht hier. Das heißt, das ist gerade noch in der Entwicklung sozusagen. Das heißt, ihr braucht jetzt hier noch kein Ticket aufzumachen im Discord von Wingbits. Und zwar, ihr werdet informiert, wann ihr eure Bestellung loslösen könnt. Das bedeutet, wann ihr euren kostenlosen GPS-Dongle abrufen könnt. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, von daher braucht ihr keine Tickets aufzumachen. Seid ein bisschen geduldig. Sobald es da eine Information gibt, sage ich euch Bescheid. Für alle Wingbits-Stationen, die nach dem 5.8. online gegangen sind, das wird auch hier dementsprechend nochmal erklärt, müssen sich den Dongle kaufen für $50. Ja, das heißt, für alle, die jetzt quasi im Nachgang eingestiegen sind, $50. Und ihr seid da dementsprechend mit dabei. Es sei denn, bei der anderen Lösung, die ich euch gleich zeige, also quasi das Joint Venture zwischen Geodenet und Wingbits, da sieht es natürlich dann auch ein bisschen anders aus. Also wie gesagt, Dongle, keine Panik, der kommt. Das wird halt eben noch ein bisschen dauern. Ja, es gab eine offizielle Pressemitteilung, was das Ganze angeht. Ihr könnt das auch nochmal bei Business Wire
nachlesen. Das ist quasi ein Portal für Pressemitteilungen. Ihr seht es hier auch nochmal. Ich packe euch natürlich den Link auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt wo nachlesen. Die Seite habe ich mit einem Rechtsklick übersetzt in Deutsch auf Deutsch übersetzt. Das ist für uns wahrscheinlich etwas einfacher, weil zu 99% auf unserem Kanal sind halt eben deutschsprachige ja, Abonnenten oder Nicht-Abonnenten. Wie gesagt, abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, 60% unserer Zuschauer haben kein Abo dagelassen, von daher würde es mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ist kostenlos. Ja, also ihr habt auch keine Verpflichtung, gar nichts. Ja, und ja. Genau, Winbits und Geonet gehen Partnerschaft ein, um die globale Flugverfolgungsinfrastruktur im Luftverkehr zu revolutionieren. Sorry, ich habe noch so ein Kloß im Hals, falls ich ein bisschen komisch spreche. Seht es mir bitte nach. Irgendwie wäre ich die Seuche auch nicht mehr los. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist aktuell. Strategische Partnerschaft umfasst gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von 2 professionellen Flugverfolgungsknoten und für den globalen Einsatz ein dezentrales physisches Infrastrukturnetzwerk. Das bedeutet, es gibt 2 neue Nodes, also 2 neue Miner auf gut Deutsch gesagt, und die Specs dazu gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und wie gesagt, die allerersten Informationen, was die Geräte angeht, wo es die zu kaufen gibt es bei uns in der Telegram-Gruppe. Kommt einfach mal rein. Ja, auch nochmal ein Spoiler. Bei easynav.xyz wird es wahrscheinlich auch zur Verfügung stehen. Soweit wie ich das gelesen habe, wird das ungefähr so im Oktober sein. Das heißt, im Oktober ist geplant, dass halt eben die 2 Geräte rausgehen. Ja, hier wird auch noch beschrieben, bis heute ist das Wingbits-Netzwerk auf das 2000 ADSB-Stationen weltweit angewachsen, was ich euch eben schon gezeigt habe. Also quasi das Gerät, was man sich installiert, Antenne dran, dann sieht das so aus, wenn man mit der Installation durch ist. Man bekommt halt eben auch eine Vergütung dafür. Und bei Geonet ist es quasi das gleiche. Man kriegt halt jeden Tag seine Rewards. Also wir kriegen aktuell 24 Geot am Tag, weil es ungefähr so 3,10 € bis 3,20 € sind, je nach Kurs. Kennt ihr sicherlich die Thematik. Und ja. Ja, ihr seht jetzt hier, es gibt 2 neue Stationen, 2 neue Nodes, ich sag's mal so. Und zwar gibt es zum einen die WB200. Das heißt, die WB200 ist ausgelegt für Wingbits. Das bedeutet, ihr seht hier Tracking Hardware, das ist ein ADSB. Das heißt, alle, die das selbst gebaut haben, kennen das auch mit dem ADSB-Stick mit der Antenne dran. Das heißt, hier erfolgt die Tokenbelohnung. Flügelbits ist blöd übersetzt, sind halt eben Wingbits. Ihr seht hier sichere Standardelemente, Netzwerk, WLAN, Ethernet oder optional 4G, Mini-PCI-Modul müsst ihr euch eventuell nachkaufen. Antennen, GPS und ADSB inklusive. Das heißt, wie ich es ja eben schon angerissen habe, was die Thematik hier angeht mit den Geosigner, was quasi dieser GPS-USB-Dongle ist sozusagen im WB200 schon mit drin. Das braucht ihr auch, damit ihr nicht spoofen könnt. Das bedeutet, dass ihr quasi, ich mache es nochmal ein Stückchen größer, ich sehe gerade, es liest sich ein bisschen doof, dass ihr quasi eine genaue Standortkennzeichnung habt. Das heißt, dass das Netzwerk weiß, wo ihr letztendlich sind. Letztendlich ist es so, GPS und eine einheitliche Hardware hat halt eben was mit der Netzwerksicherheit zu tun. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, ich erkläre es mal so rum, wenn ihr einen Kunden habt, ihr verkauft eure Daten, der Kunde fragt halt eben, wie kommen die Daten zustande, und wenn ihr dann quasi sagt, naja, das sind auf der ganzen Welt zigtausend selbst zusammengebastelte Stationen, dann kann der Kunde auch sagen, nicht so gut, deswegen wie bei Geonet. Geonet haben ja komplett die gleiche Hardware, das heißt, jeder, der Geonet betreibt, hat die gleiche Hardware, das heißt, wir haben einen einheitlichen Standard im Netz, also im Netzwerk, gleiche Sicherheit ist gleich, Spoofing funktioniert nicht, weil über GPS hast du es nicht gesehen, und da will Wingbits auch hin. Das heißt, die WB200 Station wird halt eben für Wingbits oder ist für Wingbits ausgelegt. Das heißt, für alle, die Geonet schon haben, brauchen halt eben nur die WB200, wenn sie im Nachgang mitmachen möchten. Viele von euch haben ja schon selbst mitgebastelt mit uns, was ja eigentlich auch funktioniert. Ja, dann gibt es die WB300, das ist die nächste Station. Das heißt, das ist unterstützt auch ADSB, Drone Remote und Triple Band GNSS. Das ist das, was halt eben Geonet ausmacht. Das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich auch, über das Triple Band GNSS werden quasi die Satellitendaten abgerufen beziehungsweise abgefragt oder empfangen, um es mal so auszudrücken. Ich bin kein GPS-Experte, das ist ein relativ komplexes Thema, was das angeht. Deswegen sage ich lieber weniger als was Falsches auszudrücken. Ihr seht es hier,
Bei der WP300 habt ihr die Rewards, Tokenbelohnung, Wingbits und Geodenet. Das heißt, hier sind wir im Bereich Dual Mining. Das heißt, ihr meint Wingbits und Geodenet zusammen. Ihr seht hier noch die Standardfunktion, sicheres RTK Triple Bandieren SS, und ihr seht auch immer Netzwerk. WLAN, Ethernet und optionale 4G Mini PCIe Express Modul. Wird wahrscheinlich also es gibt ihr kennt das sicherlich von Geodenet, den kleinen Receiver, und da kann man halt eben auch noch kleine Module einbauen. Ja, das wird es halt eben optional geben für 4G, also dass ihr eine SIM-Karte einbaut. Ethernet wäre natürlich extrem vom Vorteil, wenn das da ist. Ihr kennt die Geschichte aktuell. Also ich habe immer mal wieder Probleme mit WLAN und Geodenet. Vielleicht wird das gefixt, aber ich brauche es ja nicht, weil ich habe jetzt Geodenet. Genau, Antennen. Triple Bandieren, SS und ADS-B inklusive. Das heißt, ist quasi so, die Anschlüsse sind halt eben da, und ihr seht auch nochmal die TNC-Anschlüsse. Also es ist quasi alles da, alles vorhanden. Wir werden mal gucken, ob wir eventuell die eine oder andere Station mal zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir euch das Ganze letztendlich mal vorstellen können, wie das letztendlich aussieht. Also wichtig, WB200, das ist halt eben für Wingbits ausgelegt, damit das Netzwerk eine einheitliche quasi einen einheitlichen Standard letztendlich hat, und WB300 halt eben, wo ihr ein Dual Mining betreiben könnt. Das heißt mit Wingbits und Geodenet. Was es kostet, kann ich euch noch nicht sagen. Ich möchte da auch nichts spekulieren oder irgendwas raushauen, was das angeht. Sobald die Preise vorliegen, werden wir euch natürlich informieren. Zuallererst kriegt ihr das natürlich in unserem Discord, sage ich schon. Discord kommt eventuell noch. Werden wir euch im Telegram-Kanal natürlich zur Verfügung stellen. Ansonsten, ja, guckt es euch an. Die Seite packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Lest es euch nochmal in Ruhe durch. Ansonsten weitere Informationen zu den Projekten findet ihr auf geodenet.com, auf wingbits.com. Ja, und wie gesagt, guckt immer mal wichtig bei in den Discord-Channels rein, Announcements. Da findet ihr alles, was wichtig ist. Ja, und so weiter und so fort. Schaut es euch bitte mal an. Es wird euch definitiv helfen. Wenn es euch Englisch zu schwierig ist, kopiert es euch raus, haut es bei DeepL rein, übersetzt es euch, und das wird euch auch dementsprechend weiterhelfen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.